Hi Leute, willkommen zu Lage mir baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um den Labwaffenbau. Unser heutiges Thema wird sein, wir werden aus einem Football-Ei einen Blood Bowl bauen. Wird jetzt nichts besonders Großartiges werden. Dann hoffe ich mal, das Thema interessiert euch. Warum ich einen fertigen schon quasi genommen habe aus Schaumstoff, ja, das werde ich euch gleich mal erklären. Dann hoffe ich mal, das ganze Thema gefällt euch. Wenn es euch gefällt, bleibt dabei. Wir sehen uns. Und zwar geht es darum, ich habe mir nämlich überlegt, eigentlich aus Matten, 10er Matten, quasi hier diese Streifen und dann zusammenzukleben. Aber ich habe mir echt mal überlegt, ich dachte so, ob das nachher, wenn man das auch wirklich benutzen will, stabil genug ist, naja, wahrscheinlich eher nicht. Was habe ich gemacht? Habe mal wieder ein bisschen bei Amazon rumgeguckt und habe dann quasi das Ding hier ziemlich schnell gefunden. Kostet so um die 20 € oder so. Wie gesagt, da will ich jetzt einen Blood Bowl draus machen. Relativ wenig Aufwand habe ich eigentlich eingeplant. Habe schon mal aus Dreiermatte 3 cm Streifen geschnitten. Mal gucken, wie das nachher aussieht. Habe hier schon mal so ein bisschen eine Linie gemacht, die schon so ein bisschen eirig aussieht. Da muss ich mal gucken, wie ich das nachher dann klebe. Ich glaube, da muss ich wahrscheinlich so ein bisschen, na sag schnell, stückchenweise kleben. Das Ganze werde ich jetzt hier auf der Seite auch noch machen. Dass ich da so halbwegs, aber wie ich schon sehe, hier ist das irgendwie schon ja nicht so gerade geworden. Mal gucken. Wie gesagt, das ist der Plan. Und dann schauen wir mal, ob wir das so hinkriegen. Weiß es noch nicht. Aber versuch mal was Hübsches draus zu machen. Wie gesagt, das Ding hat mir irgendwie ein bisschen zugesagt. Ich hatte da mal aus, sag schnell, aus Matratzenschaumstoff wollte ich so ein Ding mal bauen. Das war noch bevor das mit dieser Seuche angefangen hat. Aber das Ding, das sah irgendwie, ich sag jetzt mal, naja, nicht so toll aus. So. Hab jetzt so halbwegs, das ist zwar nicht so ganz rundrum gerade, wenn ich das hier so sehe, aber mal gucken. Vielleicht sollte das auch irgendwie von der Spitze aus messen. Ich mache es jetzt einfach mal wieder, wie ich es immer mache. So ein bisschen frei Schnauze, kennt mich ja. So, na, dann machen wir noch so eine Klebedings. Schauen. Wie gesagt, ich habe das mal so ein bisschen angelehnt. Wahrscheinlich sollte ich dann, um das so richtig zu machen, müsste ich wahrscheinlich ein bisschen anders, wie einfach nur so einen langen rechteckigen Streifen schneiden. Aber ich versuche das jetzt mal so. Ich hoffe mal, das klappt so halbwegs. Wird wahrscheinlich nicht so toll aussehen. Aber schauen wir mal. Hoffnung stirbt zuletzt. Wie gesagt, das sollen jetzt hier ein bisschen Hilfslinien sein für den Kleber. Das Ganze werde ich mit Flexi-Paint pinseln, damit dann auch in der Sonne keine Probleme kriegt. Weil das Ding, wie gesagt, sollte dann auch, dass man damit auch richtig spielen kann, gedacht sein. Ja? Mal schauen. Also, soweit der Plan. Das alles so mit den Linien stimmt. Ich hätte das vielleicht doch ein bisschen anders machen sollen. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Das ist jetzt nur so ein grober Anhaltspunkt. Ich hoffe, es klappt. Nicht, dass ich das ganze Ding total vermurkse. Ich habe nur so irgendwie ein blödes Gefühl, dass das alles noch nicht so nicht optimal ist. Na, schauen wir einfach mal. Wird schon klappen irgendwie. Das Ganze werde ich diesmal auch mit Pattex dran kleben und nicht mit, sag schnell, Heißkleber. Ich glaube, das ist ein bisschen bessere Wahl bei dem Teil. Dann habe ich mir geholt aus dem Akustikbedarf. Das sind hier so
ganz weiche Pyramiden. Habe ich auch schon ein paar abgeschnitten, jetzt allerdings nicht hiervon, sondern für andere Sachen. Da sollen dann auf jeder Seite, ich glaube, vier Dornen mache ich dann dran. Ja, soweit der Plan. Mal gucken. Dann fangen wir jetzt erstmal an. Ich brauche noch ein Stück Zeit. Ne? Mal wieder als Unterlage. Die Seite hier. Dann nehmen wir einen von den. Da fällt schon wieder alles runter. Ja. So wird. So. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt hier so am besten hinkriegen. Wie ihr seht, da brauchen wir nicht wirklich viel für. Dann probieren wir das jetzt hier einfach mal aus. Ein bisschen Großzieher drauf, für den Fall, dass ich dann noch ein bisschen was hin und her probieren muss. Bin echt mal gespannt, ob das funktioniert. Also einen relativ robusten Eindruck macht das Ei hier schon. Ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das so, tun wir mal hier so irgendwie rein, damit der Kleber vernünftig trocknen kann. Hier werden wir auch mal eine Seite. Machen wir einfach mal auf einer größeren Strecke. Habe hier so nicht gemessen. Ich mache das jetzt einfach mal so nach Gefühl. Kennt mich ja. Ich bin nicht hier, dass ich mir jedes Mal den Umfang und alles ausmesse. Wäre vielleicht Material sparen, aber naja, gut. Da bin ich zu faul und zu dumm wahrscheinlich für. So. Das Ganze lassen wir jetzt mal ein bisschen antrocknen. Ein paar Minuten. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So, da gucken wir mal auf Seite. Das will ich natürlich immer überlegen. Für die Dorn. Mal schauen, ob man da am besten schneiden wir jetzt hier einfach mal von einer Seite ab. Mal gucken. Mal seht ihr, das passt sogar schon fast. Allerdings will ich das Teil ein bisschen schräg haben. So ungefähr. Ja, das sieht doch schon ja nicht mal so schlecht aus. Kann man, glaube ich, mitarbeiten. Ja, ein bisschen muss man noch abschneiden, aber so im Großen und Ganzen sieht doch schon gar nicht mal so übel aus. Kann man mitarbeiten, das geht. Da fällt auch schon wieder alles runter. Ja, dann brauchen wir davon noch ein paar Stück. Genau genommen 8 Stück. Schneiden wir hier schon mal alles ab. Dann haben wir die nämlich gleich schon mal. Dann müssen wir die nämlich nachher nur noch anpassen. Das mache ich dann aber erst, wenn ich das Band drauf geklebt habe. So, wie viel haben wir? 4. Ein noch. So. Wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. 2, 4. Oh, statt sich ein zu viel. Ne, stimmt nicht. Das war das Fetzenstück. Also, zählen kann ich noch halbwegs. Es besteht noch halbwegs Hoffnung bei mir. So. Schauen wir mal, ob wir das jetzt schon machen können. Ich packe jetzt an den Finger. So. Gucken wir mal. Wir fangen hier an einer Stelle an. Problem bei dem Teil ist halt diese innere Rundung, die muss man dann immer was andrücken. Aber ich denke mal, könnte
funktionieren. Durch den Kleber hält das jetzt. Ja. Geht wesentlich besser, wie ich angenommen hatte. Schauen wir mal hier noch ab. Das war vielleicht. Ah, doch, geht. Müssen wir hier noch ein bisschen abschneiden. Wird jetzt nicht vielleicht total perfekt, aber wie ihr seht, den Metallkranz haben wir schon mal dran. Also da bin ich schon mal sehr zufrieden. Okay, da hätten wir uns ein ganzes Stück sparen können. Aber hey, egal. So, dann geht's mal weiter. Sollte hinkommen. So. Können wir ja eigentlich schon mal ein bisschen vorbereiten. Wo hat man das abgeschnitten? Schauen wir uns das einfach mal an. Wenn wir das so ein bisschen drauf, müsste das eigentlich ganz gut gehen. Das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Vielleicht sollte man das mit der Schere mal ausprobieren. Vielleicht geht es dann besser. Sieht jetzt auch nicht so toll aus. Da muss ich wirklich mal gucken, ob das mit der Schere direkt nicht irgendwie besser funktioniert. Ja, doch, irgendwie schon. Ja, dann haben wir den ja schon mal vermurkst. Dann machen wir das neu. So, schauen wir uns jetzt mal. Bin gespannt, ob das funktioniert. So. Hier wieder in der Mitte irgendwo dran. Ja. Damit hätten wir die Dinger quasi schon mal dran. Wie gesagt, ist jetzt nicht so das übermäßig tolle, aber ich denke mal so, für so ein Ei reicht das. So. Ja, seht ihr, das hier schneiden wir ab. Dann haben wir nämlich sogar noch ein bisschen Verschnitt, den kann man dann wieder für irgendwas anderes benutzen. So, gucken wir uns das Ganze jetzt mal hier an. Jo, da werde ich jetzt hingehen. Wir können ja quasi immer eins von diesen Teilen hier so ungefähr, ne, als Anschlagspunkt nehmen. Soweit der Plan. Nachher natürlich funktioniert. Das sehen wir dann, wenn das Licht angeht. Ne? So. Damit haben wir den Rohbau schon mal fertig. Das Ganze lassen wir jetzt erstmal, nachdem wir alles nochmal vernünftig andrücken, mal trocknen. Und dann würde ich sagen, sobald das soweit trocken ist, können wir eigentlich schon anfangen zu pinseln. Der Kleber ist jetzt soweit trocken. Dann gehe ich jetzt mit Flexipaint erstmal wieder mit Schwarz drüber. Ja, kennt das ja schon so ein bisschen. Das ist ja mal, wie gesagt, ob jetzt Latex oder Flexipaint, immer derselbe Ablauf. Bin mal gespannt, wie gut das hält. Und noch ein bisschen viel Wasser am Pinsel. Könnte jetzt sein, dass die ersten Schichten nicht so gut halten. Aber ich gehe mal von aus, das klappt. Normalerweise hält das Zeug relativ gut. Auf jeden Fall jetzt die alte neue Formel.
Also das müsste eigentlich gut gehen. Wie gesagt, ich mache jetzt, also wenn das bei der ersten Schicht nicht so gut deckt, ist das auch nicht wirklich so schlimm. Ja, kommen ja sowieso noch einige mehr drüber. Und dann sehen wir uns quasi wieder, wenn ich das ganze Teil, irgendwie habe ich schon Kratzen im Hals, wenn ich das ganze Teil so weiter gepinselt habe. Dann machen wir eins weiter mit dem Ganzen, ne? Und zwar bin ich jetzt schon mal bei der einen Seite hingegangen, habe schon mal ein bisschen vorbereitet. Ich werde das in der Optik machen. Sag schnell, wie bei dem Magierbuch. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Wird dann halt ein bisschen dunkleres Leder, aber ich denke mal, das ist ja nicht mal so übel. Ich werde jetzt wieder hingehen. Das Ganze erstmal wieder noch mit Schwarz machen. Noch ein paar Schichten hier so drauf. Ja, was heißt ein paar? Sind schon einige drauf. Soll ja auch vernünftig halten. Wie gesagt, das Ding ist ja auch nicht als zwar fehldacht, sondern mehr so als Deko und zum Spielen. Deshalb habe ich halt auch mich entschieden, einen richtigen Ball dafür zu nehmen. Bin mal gespannt, wie das Ding dann aussieht, wenn es dann fertig ist. Aber bisher bin ich eigentlich recht zufrieden damit. Ich glaube, da kann man mitspielen. So. Jetzt hier noch so. Immer so rund. Ich habe nämlich dann bis zur Hälfte. Jetzt machen wir noch die andere. Hat man dann in 2 Durchgängen nämlich fertig. Da können wir dann ruhig ein bisschen dicker auftragen. Das ist dann nicht so schlimm. So. Ja, ich denke mal, das reicht. So. Dann nehmt euch wieder irgendwas Spitzes, in dem Fall wieder mein Modellierwerkzeug, aber wie gesagt, ihr könnt quasi auch was irgendwie so einen Stiel von Pinsel nehmen oder Gabel, irgendwas, was ein bisschen spitzer ist, aber nicht so spitz, da irgendwie der Löcher. Und dann gehen wir einfach wieder so wie bei den Kratzern für Metall. Ich war schon überlegen, ob ich hier mit Metall auch noch ein bisschen Kratzer rein, aber ich weiß es nicht. Das lasse ich mal erstmal weg. Ich will jetzt erstmal gucken, wie das so aussieht. Vielleicht muss ich ja noch mal ein paar von den Dingern bauen. Weiß man ja nicht. Vielleicht ist der ein oder andere ja Blood Bowl begeistert. Ja. Wie gesagt, dann gehe ich hier so ein bisschen drüber mit der Spitze. Das sah bei dem Buch gar nicht mal so übel aus. Jetzt weiß ich noch nicht, ob ich da mehrere Brauntöne nehme oder nur einen. Muss ich nochmal nachgucken. Ich weiß ja nicht, ob ich da mehrere genommen habe. Aber ich meine, ich hätte da 2 Töne für genommen. Mache ich jetzt so ein bisschen Tiefen da rein. Prinzipiell kann ich bei dem Metall das auch machen. Aber wie gesagt, ich sehe da jetzt erstmal von ab. Ich erstmal gucken will, wie das Ding quasi, ich sag jetzt mal, im Neuzustand aussieht. Kann man ja dann immer noch abgeranzter machen oder mit irgendwelchen Farben oder was auch immer. So, hat schon ein bisschen was von Holz mal so. Ja, gut. So, wie gesagt, die untere Hälfte hatte ich schon gemacht. Die obere lassen wir jetzt trocknen. Und dann schauen wir mal weiter, wenn die trocken ist. Dann machen wir mal weiter. Und zwar, das Schwarz ist jetzt Gott sei Dank trocken. Dann nehmen wir uns transparent Flexi-Paint. So. Hoffentlich habe ich nicht schon wieder zu viel genommen. Dann brauche ich einen alten Pinselstiel. Also egal, nehmen wir den hier. Und dann nehmen wir ein dunkleres Braun. Die haben da ja bei meinem Holz schon
Ist im Endeffekt wird es fast wie Holzmaserung, nur ein bisschen anders. Hat irgendwie was von Fallout 4 von den komischen Mini-Atombomben, wenn ich mir das Ding so ansehe, Leute. Naja, egal. So, dann lassen wir das Ganze jetzt erstmal wieder was trocknen. Ja, ich würde mal sagen, das Braun ist jetzt trocken. Sieht schon mal gut aus. Dann werden wir jetzt mal noch so ein paar Akzente setzen. Obwohl, ne, das Silber machen wir noch nicht. Immer noch ein bisschen, ich glaube. Wir nehmen ein bisschen Ocker. Vielleicht hier und da noch ein bisschen was heller machen. Ist aber nicht so viel. Vielleicht dreht hier doch mal ein bisschen besser dosiert. Naja, was soll's. Nicht so schlimm. So, dann werden wir jetzt mal anfangen mit Silber. Dafür werden wir, glaube ich, den Schwamm in 2 Teile schneiden. Da brauchen wir nämlich nicht so viel. Stürzt schon wieder alles ab. Also irgendwie hat das immer noch so ein bisschen Charakter von Fallout, von diesen komischen Mini-Atombomben. Ne? Kann das sagen, was das hat? Weiß es nicht. So, ich finde, das sieht ja nicht mal so schlecht aus. Ich glaube, ich werde das noch nicht mal abdunkeln. Ich finde das irgendwie so schon gar nicht mal so schlecht. Jetzt muss ich nur noch gucken. Die Kordel. Und zwar, deshalb hatte ich mir auch noch mal so ein Stück abgeschnitten. Ich will da mal so ein bisschen mit Weiß. Mal gucken, wie das aussieht. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob es überhaupt aussieht, aber ich will die Kordel so ein bisschen vorheben, wisst ihr? Mal gucken, wie das aussieht. So. Ich finde, das sieht ja noch mal so schlecht aus. Das Ganze lassen wir jetzt trocknen und dann gucken wir uns das mal an, wenn es trocken ist, beziehungsweise dann fangen wir an, den Topcoat drauf zu machen. Also ich muss sagen, ich war ja erst noch am Überlegen, aber ich glaube, das Ding lasse ich so. Ja, ich würde sagen, das Ganze sieht jetzt ziemlich trocken aus. Wenn wir jetzt mal mit dem matten Topcoat, also im Finish von Flexipaint drüber gehen. Das Matte sieht irgendwie schöner immer aus. Ich glaube, ich werde das jetzt auch hier so pinseln. Irgendwie finde ich das gar nicht so schlecht, wie das jetzt hier so steht. Ja Leute, der Topcoat ist jetzt trocken. So sieht das ganze Ding jetzt aus. Ja, relativ weich. Kann nicht viel passieren, wie ihr seht, das kann man schön zusammenknautschen. Da passiert gar nichts. Das Teil hier auch. Ne? Ja, damit hätte man einen Blattbau in einer einfachen Version. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen Blut oder so dran oder irgendwie noch ein bisschen anders mit Rost oder was auch immer. Aber das überlasse ich euch dann. Ich hoffe mal, das Thema hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachbauen, eigene Kreation oder ähnliches. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Und wir sehen uns bei einem meiner nächsten Projekte. Wir sehen.